Hallo, hallo, ich begrüße euch. Hallo, Alte, ich grüße dich. Ich bin mal hier meine alte Kneipe am Bauen. Ich muss dir gleich noch was zeigen. Da habe ich alles schon vorbereitet. Ja, hier verbaue ich den obersten Abschnitt. Da habe ich auch schon jedes Mal nach Feierabend schon was dran gebaut. Und unten hängen die Lampen. Ja, da bin ich auch schon dran. Habe heute Morgen da schon was dran gemacht. Und heute Nachmittag nach dem Essen auch wieder was gemacht. Und jetzt will ich mal gucken, wie viele Leute da vorbeischauen. Ja, das ist wirklich viel Arbeit. So sieht das ganze Gebäude dann aus, wenn es komplett fertig ist. Und hier bin ich dran. Ich bin hier schon bei Teil 6 und da habe ich da schon einiges verbaut. Und dann kommt Teil 7 und bei Teil 7 muss ich auch noch jede Menge, da habe ich noch gar nicht geschaut, wie viel
Hier bei Teil 6 waren es, glaube ich, 19 Tüten waren das gewesen. Und da habe ich da schon einiges verbaut heute Morgen bis zum Mittagessen. Und in der Zwischenzeit habe ich noch das Mittagessen vorbereitet, Fleisch machen und. Und da habe ich da schon 2, 4, 6, 8, ja, 10, 11 Bauabschnitte habe ich da schon fertig gemacht. So, und jetzt liegt mir das ganze gute Stück schon hier. Und das ist noch einiges. Da habe ich noch 2, 4, 8, 10, 12, 14. Also 12 Bauabschnitte habe ich noch, bevor Teil 7 an die Reihe kommt. Und ich glaube, das werde ich dann noch alles mal schaffen. Es ist noch jede Menge vor mir. Ich werde dann alles auf den Teller schon vorbereiten und dann brauche ich dann nur zugreifen. Jetzt muss ich schauen, wo ich da hängen geblieben bin. Ach so, ja, hier bei Bauabschnitt 188 bin ich da hängen geblieben. Und so muss ich das ganze Gebäude vor mir haben. Guck mal, der Sechser kommt da. Den noch dazwischen friemeln. Dann kommt hier. Ja, oh, beinahe in der Nacht der Treppe Einsturz. Aber habe da Gott sei Dank noch alles geschafft. Wen haben wir denn da alles? Ach, da. Mein Frauchen schaut mir auch zu. Na, Schnuckelchen, alles Paletti bei dir. Das ist ja wunderbar. Es freut mich, dass du bei mir zuschaust. Ja, Holtrupper, das ist meine Frau. Die schaut mir vom Wohnzimmer aus zu. Das ganze Gebäude ist ja das, was meine Frau haben wollte. Und ich darf es aufbauen. Und bei jedem Bauabschnitt muss ich ihr immer zeigen, wie weit wir sind. Und die freut sich auch immer jedes Mal, wenn wir immer ein Stückchen weitergekommen sind. Und vor allen Dingen alles, was da drin verbaut ist, wenn ich das so sehe, das ist ja richtig interessant. Ja, ja. Ups, oh la la, jetzt fällt mir noch tatsächlich noch ein Sport. Die Eisenbahn hier rein. Ja. Ja, da habe ich noch eine Eisenbahn drin, die muss ich aber auch noch fertig machen. Das Dach habe ich da soweit auch schon fertig. Und da auch noch soweit fertig. Dann komme ich auch nicht. Wenn ich das fertig habe, oh, ich habe dann noch drei Projekte vor mir. Und manchmal weiß ich nicht, wo ich überhaupt was anfangen soll. Ob ich mit dem mache oder mit denen. Aber wenn ich mit dem aufschneide, dann bleibt das liegen. Mache ich mit dem, dann bleibt jenes liegen. Also mache ich immer zuerst das, was als erstes vor mir steht. Und wenn dann momentan kein neues kommt, dann habe ich die anderen immer noch, wo ich dann noch bauen kann. Ach, Andrea, du fragst, wann es das erste Bier gibt. Ja, wenn alles fertig ist
Und wenn die ersten Gäste zur Kneipe einmarschieren, dann wird es auch das erste Bier geben. Aber wenn es die Kneipe zulässt zur Eröffnung, und dann werde ich erstmal eine Runde Freibier spendieren. So viel wie ich weiß, ist das dann ja üblich, wenn eine Gaststätte neu aufmacht, dass es erstmal Freibier gibt für eine Stunde. Und danach müssen die Gäste bezahlen. Und ich bin ja nicht so mit dem Bier. Und ich würde mal sagen, 0,2er, sagen wir mal 2 Euro. Und 0,3er, ja, machen wir mal so 3,20, 3,50. Und dann gibt es dann noch die großen Henkelmänner. Halbe Liter kosten dann 4 Euro. So, das erste halbe Liter 4 Euro und ab dem fünften halben Liter bezahlt es dann nur noch 2 Euro. Machen wir mal Sparmaßnahmen oder besser gesagt Angebote, damit die Gäste auch was länger bleiben. Hallo Meister der Steine, ich grüße dich. Bei dem ersten Video, da muss ich ja sagen, da war nicht so besonders, dann lief das alles über Laptop und das hat mir nicht so gefallen. Deshalb muss ich dazu machen, muss mich entschuldigen, aber ist ja kein Problem. So, was habe ich denn da? 14 Plates von mir. Na, 14 so kleine Plates. Die darf ich dann jetzt mal zweimal, das geht doch. Ja, Andrea, dann lass dir mal einen Namen einfallen für die Kneipe. Vielleicht schauen wir mal. Vielleicht fällt uns da was ein. Was hältst du davon, wenn wir die Kneipe Queens Pub nennen? Was hältst du denn davon? Aber ich muss sagen, im Queens Pub, da müssten wir mal noch, ja, mal schauen, was wir da alles noch haben. Ja, Toilette ist ja da, Pissoir ist ja da können die Gäste ja auch noch pinkeln gehen. Und Toilette ist auch da, Toilettenpapier ist auch da. Nur Queens Pub, ich weiß nicht. Wenn ich das so sehe, es sind ja nur zwei Hähne da für Bier auszuschenken. Und ist einmal für Bier und wahrscheinlich einmal für Limo oder Cola. Muss ich mir erstmal schauen. Aber Cola wird es bei mir nicht geben. Und Schnaps gibt es bei mir auch keins. Es gibt bei mir nur Bier und Sekt. Und wenn die Gäste noch Wein haben wollen, ja, da kann man noch Wein, können wir ja auch noch zulassen. Ja, Meistersteine, was will man machen? Große Hände für kleine Teile, da muss ich dir recht geben. So, was braucht man denn da? Hier mal reingreifen. Dann brauchen wir da eins. Und dann noch eins. Dann brauchen wir da eins. Also brauche ich zwei. Dann können wir das weglegen. Wo haben wir den Tellerchen? Ah, da.
Was brauchen wir denn da? 4 Stück. 1, 2, 3, 4. Mal B. Dann brauchen wir dann noch 4. 2, 3, 4. Mal die auch einlegen. So, jetzt brauchen wir diesen Teller. Dann brauchen wir davon 2 und davon noch einen. Und dann nehmen wir diesen Teller und da brauchen wir 4 Stück. 1, 2, 3, 4. Halt habe ich noch einen Teller schon vergessen. Da habe ich gedacht, da brauche ich davon auch noch einen. Dann kann man den mal weglegen. Hallo Prigabrik. Ich grüße dich. So, dann fangen wir mal an. Erstmal brauchen wir das. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Ja. Upsala. 2. Und einer was vergessen. Was ist der hier? Ups. Ist da was verloren hier? Da habe ich den noch. Nein. Ja. So sieht das ganze Teil dann aus. Besser gesagt. So. Dann brauchen wir diese 2. Da was verschoben. Was er denn noch nicht? Na. Jetzt verschieben. So, jetzt ist das richtig. So. Was brauchen wir denn da? 4 Stück. Und ich sage 4 mal. Und diesen Teil 4 mal bauen. Na, da kriegen wir doch wohl noch auf die Reihe. 2. 3, 4. Ja, da kann man da auch. Und jetzt kommt die ganze hier hinten dran. 2, 9, 4. Das kommt dann auch. Dann kriegen wir das Ganze rum. So.
So sieht das ganze Teil dann aus. Oliver, du bist ja gut. Die Kneipe zum tanzenden Walder. Das ist gut. Das muss ich mir merken. Ja, ich lasse mir da was einfallen. Zum tanzenden Walder, ich weiß es nicht. Muss ich mal. Und wenn, dann müsste ich mir extra ja, ein 4 oder ein 6er Stein würde ich mir den wahrscheinlich getrocknen lassen müssen. Und dann kommt der direkt noch oben drüber, damit jeder sehen kann, das ist die Kneipe. Oder man kann ja so sagen, zum tanzenden Wirt ist ja auch eine gute Idee. Die Kneipe zum tanzenden Wirt. Ist mir gerade spontan eingefallen und da ich ja eine Kneipe kenne, da ist ein Wirt und der tanzt auch. Und da fiel mir das gerade ein. Kneipe zum tanzenden Wirt. So, wie war das jetzt? Das kommt hier unten dran. Aber so, schauen wir mal, wo das hier drin kommt. Ach, das muss ich denken. Das ist ja zum Mäusemelken. Jedes Mal muss ich das Gebäude drehen, wie ein Karussell. Einmal rechts rum, einmal links rum, dann einmal um 90 Grad rum. Mann, jedes Mal muss ich das Gebäude drehen. Jetzt können wir das Gebäude nicht im einen stehen lassen und dann drauf losbauen. Mal schauen. Also, gucken wir das rein. Schauen. Ja, so. Also, gucken wir das rein. Also. Und da ist das Teil, was wir jetzt gebaut haben. Na, jetzt mal die meine Laterne. So, gleich mal schauen, wie das jetzt mal. Ups, ja. Ups, ja. So rum kommt das Ganze. Hoffentlich habe ich da nicht was falsch gemacht. Doch, falsch, so rum kommt das ja. Also. Na, so sieht es aus. Nur einzeln hier. Das ist vorne einmal eine Zellentür und dann geht die Tür auf hier in die Kneipe rein. Dann haben wir hier auch. Und hier ist extra eine Tür, wo nur der Wirt reingehen kann. Und das ist ja nur die Wirtstür. Und hier geht es zur Kneipe rein. Und hier, ja, naja, da können wir die Tür hier aufmachen. Da können die Gäste auch reingehen. Und wenn sie Lust haben, können sie oben ins Obergeschoss reingehen. Da können sie sich hier drin hinsetzen, können sich da unterhalten. Und wenn sie Bier haben wollen, müssen sie halt wieder die Treppen runter oder müssen klingeln.
Da muss der Wirt halt die Treppen hochgehen und muss das Bier hochtragen. Aber so wie ich das unten schon mal gesehen habe, und da muss ein Eindringling da gewesen sein. Der hatte unten sein Bierglas schon drin verloren. Ich guck, was liegt denn da? Liegt da in der Treppe, liegt da ein Bierglas. Dann hatte einer schon ein Bierglas verloren. Noch nicht mal ganz auf. Und dann haben sich da nachts wahrscheinlich welche eingeschlissen und wollten da schon ihr Bier trinken und haben die Gläser dabei verloren. So, jetzt wollen wir mal schauen. So, jetzt kommt Bauabschnitt 190. Das brauche ich schon wieder jede Menge Werkzeug. Mal einen, ja. Dann, ups, das habe ich. So, was brauche ich dann noch? Von zwei. Da. Wir nehmen noch die 6, 1, 2, 3, 4, 6. Nächste Tellerchen. Da brauchen wir die schräge Dachstein. Einen. Dann brauchen wir davon einen. Dann brauchen wir einen Dreier. Dann brauchen wir davon wieder 6 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann, was brauchen wir denn da? Wo habe ich die denn? Da habe ich die. Dann brauche ich die 2. Ja, da eine Fliese. Ja. Dann brauchen wir den einen, dann brauche ich auch noch. Dann brauchen wir den auch noch. Alles in weiß. Dann da 2 Stück. 2 6 sind da auch noch. Dann brauche ich von denen noch 6. 1, 2, 3, 4, 6. Eine Käseecke. Wo habe ich die sich versteckt? Ups, da. Alles besser. Eine Viererfliese. Da. Auch alles. Alles zusammen. Auch einen vergessen. Ein Schluck, den noch vergessen. So, jetzt habe ich alles zusammen. Ich bin mal dahin. Dann wollen wir mal das ganze Gebäude hier wieder mal abnehmen. Ups. So. Das Tellerchen da oben hin. Das wird dann noch zum Stein. Dann wollen wir mal loslegen. Ob ich da einen vergessen.
diese einmal, zweimal, 4. Na gut, ich bitte. Und alles lieb und klein. So, das mal nach. So, jetzt einmal da. Den Sechser. Da kommt noch ein Sechser hin. So. Ja, da muss ich dir wirklich recht gern, Holtropper. Die Kneipe ist noch nicht eröffnet und schon versuchen sie in der Kneipe ein das Bier zu klauen. Aber da haben die Einbrecher leider Pech gehabt. Die Fässer, die sind noch nicht bestellt gewesen. Und die Gläser wollten sie auch klauen, sind dabei erwischt worden und dann haben sie aber fluchtartig die Kneipe verlassen und haben aber die Gläser unter der Treppe verloren. Gut, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Ups, aber Fehler ist ja nicht so schlimm. Fehler kann man ausmerzen. Schauen wir mal. Was kommt hier oben drauf? So wie der schaut, kommen die beide hier oben drauf. Jetzt kommt. Oder kann man nicht sein. Ja, ja. Mhm, mhm. Mhm, 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 mhm. Da ist da knapp. Jetzt sehe ich. Mhm, mhm, mhm. Das kann ich mir nicht vorstellen. Hier kommt der unten. So, da, die Papier. Ja, ja.
schauen. Ich glaube irgendwo Murks. Was sagt denn da mein Handy? Mhm. Das ist ja fein, dass der Chris das reingesetzt hat. Ist ja sehr schön. Bin mal gespannt, ob dann noch mehr kommen. So, mal schauen. Ich habe, glaube ich, irgendwo einen Fehler gemacht. Ich muss schauen. Ich muss hier das alles ausmachen. Mann. Hab ich da. So, das ist so. Ich sehe da aus. Ich sehe was. Irgendwo einen Fehler gemacht. Ich glaube, ich habe irgendwo. Ist nichts. Ich doch einen Fehler gemacht. Ganze ab. Also, da brauchen wir das Ganze wieder zusammen. Das ist ja kein Problem. Fehler gemacht. So, jetzt.
viel ausgenutzt. Dann Fliese kommt dahin, diese Ecke dahin. So, das hoffe ich. So, jetzt ist das richtig. Nee, ich bin noch am Bauen. Das Handy liegt bei mir nur nebenbei. Ich bin am Bauen. Ja, ich hatte vorhin einen Fehler gemacht gehabt. Ja, Julian, ich hatte da vorhin einen kurzen Fehler gemacht. Ich bin hier am Bauen. Ja, die Kneipe. Ich hatte da, das ist schon die erste Etage. Und ich kann ja da in der Woche, kann ich da nur immer ein bisschen dran bauen, weil ich ja noch am Arbeiten bin und wenn ich nach Hause komme, kann ich ja noch ein bisschen dran bauen. Ich will ja nicht bis spät nachts noch dran bauen. Ich bin ja nicht der Conny, der 9 Stunden und 10 Stunden da an einem Gebäude oder irgendwas da am Bauen ist. Wenn ich schon denke, der hat ja auch so ein Gebäude gebaut, aber da hat er, glaube ich, vier Streams gemacht gehabt. Und jedes Stream, was er gemacht hat, war 4 Stunden, was er gebaut hat. Der hat sie gebaut und hat er mehr sich mit den Leuten unterhalten, anstatt bauen und sich unterhalten. So, dann haben wir das. Dann drehen wir das Ganze mal um. Ja. So, was? Ja. Na. Ah, ja. Immer. So, jetzt ist das schon richtig. Dann kommt das. So. Aha, und heute drüber bist du weitergekommen. Ich habe ja bei deinem Stream ja zugesehen, wie du da gebaut hast. Also ich muss sagen, das ist ja ein richtiges Mordsgebäude, was du da baust. Wirst du wahrscheinlich da nicht in deinem Regal da unterkriegen. Musst du wahrscheinlich irgendwo anders unterstellen. Nur verlangen die das so rum. Na komm, das lange. So. Ups, jetzt fällt mir alles dann mal ab. Noch mal
schnell. Ist das schnell passiert. Ist ja nicht so, dass mir verschwindet. Ja, alles richtig. Alles richtig. So, jetzt verlangt die mir, ich muss das Ganze auf den Kopf stellen. So, jetzt bin ich hier dran. Ja, bei 1500 Teilen, wenn du alles auf dem Tisch liegen hast, ja, ist klar, dann brauchen wir wirklich einen riesen Platz, um alles auf den Tisch hinzulegen. Ich mache das, ich verteile mir alles in die Tellerchen und dann lässt sich das für mich einfacher bauen, brauche ich nur so einen Teller. Ich habe es fast einmal mit der Tankstelle gebaut und habe ich auch alles auf dem Boden liegen gehabt. Ich kann nur sagen, das war ein Grauen. Und dann habe ich ja noch keine Webcam gehabt und da musste ich alles umdisponieren, musste alles mit Handy filmen. Und das war ja auch schon grauenvoll. Wenn du alles mit Handy filmst und dann ist das auch wirklich grauenvoll. Und vor allem ist es ja so mit Handy alles zu filmen und dann nochmal zurechtschneiden mit Handy und dann auf YouTube setzen. Mit Handy kann ich momentan noch nicht direkt live in YouTube reingehen. Und am Handy habe ich ja leider Gottes keine Steckboxen dran. Und selbst Kollegen von mir haben zu mir gesagt, ich sollte auch mal einen Kopfhörer dran machen. Da habe ich gesagt, wo denn? Und bei mir am Handy kann ich nirgendwo einen Kopfhörer dran machen. Das war ein neues, habe ich dort, glaube ich, letztes Jahr. Ja, letztes Jahr, das ist ein iPhone. Und da kann ich keinen Kopfhörer dran machen. €1,50 groß Mahlzeit. Da kann ich sagen, da hast du wirklich lange dran zu bauen. Und ich kann ja sagen, wenn du so im Schnitt 2 Stunden so dran baust, ja, und bis das komplett fertig ist, ja, wenn du gut baust, bist du, ja, also vielleicht so in 3, 4 Tagen, 4 Tagen, sagen wir 3 Tagen, hast du in 3 Tagen fertig. Hast ja Zeit, musst dich ja nicht beeilen beim Bauen. Ja, Holzroboter, das ist ein Adapter. Das Einzige, was ich hier dran machen kann, habe ich hier einen Anschluss, wo ich, aber da kann ich ja keinen Links dran machen, da kann ich ja nur eine Ladebox dran machen, aber Kopfhörer und sonst ist da nicht mit vorhanden. Das ist, naja, ich wollte das haben und dann ist das auch gut so. Und selbst wenn ich mit dem Zug irgendwo hinfahre und habe da Musik drin und lasse das laufen und wenn ein anderer sagt, ich soll die Musik leise machen, der Kopfhörer dran machen, und ich kann keinen Kopfhörer dran machen. Und dann kommt es an, doch, man kann Kopfhörer machen, ich kann keinen Kopfhörer dran machen. Und wenn ich da so von ausgehe, in dem RB 20 von Köln nach Trier runter,
da sitzen ja auch viele Fahrgäste drin und ja, mir musste jeden ganzen Zug und dann meinte gerade, die würden im Zug Party machen. Und wenn ich dann mit dem RE1 wieder von Köln nach Aachen fahre und hab der Musik drin und da sind die Leute sich alle am Beschweren. Die Leute, die sollten mal öfters mal von Köln nach Trier mit dem Zug fahren. Und ich glaube, man hat dann mehr beschweren. Was haben wir da? Borussia Dortmund in Leipzig. Ah, das ist ja schon wieder ein Dauerthema. Ja, Robert, das ist ja prima. Wenn du mir mal einen Link schicken würdest, dann könnte ich ja mal gucken, wo ich irgendwo mal so einen Adapter herkriege, für mein Handy dran zu machen. Bisher habe ich noch nie sowas gebraucht gehabt. Und da ich auch mit dem Handy manchmal auch über Facebook live gehe, live senden. Aber das ist jetzt momentan ist sehr schlecht, weil ich war ja früher sehr viel auf Kirmes unterwegs gewesen und auf Volksfesten. Und da habe ich da schon mal live gesendet gehabt. Und jetzt momentan wird es schwierig. Und sobald es dann nochmal losgeht und wenn ich dann nochmal auf eine Kirmes oder ein Volksfest gehe, dann kann ich dann nochmal live senden. Und ich muss ja sagen, ich war ja früher sehr viel auf Kirmes unterwegs gewesen. Ich war ja fast über 6 Jahre war ich mit einem Schauspieler hier in ganz Deutschland unterwegs und habe ja da auch sehr viel erlebt gehabt und habe ja dadurch ja auch sehr viele Schauspielerkollegen kennengelernt, wo ich mit den meisten jetzt auch per Du bin. Und dann ist das für mich ja kein Problem. Wir haben jetzt momentan bei uns in Eschweiler, das nur von Aachen bis Eschweiler sind das, sind das 15 Kilometer. Das sind 15 Kilometer von Aachen bis Eschweiler, das sind 15 Kilometer. Da haben die jetzt so ein Park aufgebaut, ist ja kein feste Kirmes mehr, ist so ein Vergnügungspark, was die da aufgebaut haben, die ganzen Schausteller. Und für den Eingang bezahlen die 1 Euro Eintritt und dafür brauchen die Schausteller da, wenn die ihr Fahrgeschäfte aufbauen, brauchen die kein Platzgeld zu bezahlen. Und das Einzige, was die Gäste bezahlen, das ist ein normaler Fahrpreis. Hier und da. Aber Platzgeld brauchen die kein bezahlen. Das finde ich schon mal gut. Weil Platzgelder sind richtig teuer. So, dann haben wir dann noch. So. Dann wollen wir das ganze Ding gedreht haben. Ich verstehe das nicht, warum wir das Ganze gedreht haben wollen. Gleich so lassen können. Wir dann einfach das ganze Ding da drehen.
Hab ich gespielt mit Lego. Aha. Hat Dumbledore aufgebaut. Ja, Robert, da kann ich ja sagen, es war für mich wirklich eine sehr interessante Zeit, 6 Jahre mit einem Schauspieler rumzureisen. Und ich muss sagen, den Schauspieler, den kenne ich schon sehr lange. Nur der hat hier und da hat er schon mal Probleme gehabt mit Lesen. Und da war ich bei dem schon mal gut an der Stelle angebracht. Und selbst wenn wir irgendwo auf fremde Plätze gefahren sind und er kannte nicht aus, und dann hat er mich immer gefragt, wo das hingeht. So, und da ich mich ja sowieso überall auskenne, und da war das für mich kein Problem. Nur das ganze Problem hat er ja auch gehabt, selbst wenn wir so fremde Plätze gefahren sind und waren es eine längere Strecke zu fahren, und dann hat er jedes Mal immer gefragt, ob wir schon richtig sind, und ich sollte mal gucken, ob wir richtig sind, wie weit das noch ist, und dann habe ich gesagt, macht dir keine Sorgen, es ist noch nicht so weit. Stunde später, selbst wenn wir eine Fahrstrecke gehabt hatten von 4, 5 Stunden, da hat er, jede Stunde hat er immer gefragt, ob wir schon bald da sind. Wenn ich dann denke, wir sind einmal von Düren aus bis nach Bremen eine Runde gefahren, mussten in Bremen mussten wir was abholen, und dann hat er jede Stunde gefragt, ob wir schon bald da sind. Allein nur für einmal hinzufahren, nur um einen Sattelzug abzuholen. Und das sind wir dann mit so einer alten Gurke, sagen wir mal, die Zugmaschine war wirklich, also wirklich eine alte Gurke gewesen. Die hat schon 30 Jahre auf dem Buckel gehabt, und wenn es da mal per hochgegangen ist, und da konnte sie genauso mit dem Fahrrad neben dran herfahren. Und so langsam ist der mit dem LKW der hochgefahren. Wenn er schnell gefahren ist, waren das vielleicht maximal 30 Sachen gegen den Berg hoch, der hochgetuckert. Und auf gerade Strecke, ja, wenn er mal Vollgas gegeben hat, ist bei dem sowieso nicht mehr rausgekommen wie 60 Sachen. Also war das schon wirklich eine uralte Gurke, was er da hatte. Und wenn ich daran denke, da haben manche LKW, die uns da auf der Autobahn überholt haben, die waren schon alle am Hupen. Aber ich muss ehrlich sagen, es hat mir wirklich Spaß gemacht. Ich habe ja fast das ganze Geschäft in der Hand gehabt. Allein vom Aufbau her und Bauabnahme und Elektrik und so weiter und so weiter, habe ich auch alles in der Hand gehabt. Und selbst wenn irgendwie mal was kaputt war, wusste ich sofort Bescheid, wo was ist. Und auf jedem Platz, wenn was war, dann auch so, wenn was ist. Du weißt ja, was gebraucht wird, bestell. Ja, da liegt ja auch alles bei mir in der Hand. Selbst wenn ich mal was zu viel bestellt habe, und dann war der am Meckern gewesen. Dann hat er gesagt, warum musst du immer so viel bestellen? So viel braucht man doch nicht, wir brauchen nur dies und das. Ja, und dann habe ich zu dem gesagt, lieber etwas mehr als zu wenig, als wenn wir auf den nächsten Platz wieder bestellen müssen. Also bestelle ich doch lieber mehr als zu wenig. Bis dann irgendwann mal von meinem Kollegen die Frau gekommen ist, die das Geschäft gekauft hat. So, die ist ja nur am Wochenende gekommen. Die hat ja früher bei Alte gearbeitet, und dann ist sie ja nur am Wochenende gekommen. Und dann habe ich ihr das gesagt gehabt, und dann hat sie zu mir gesagt, Alter, du weißt, macht da nichts draus, du weißt, wie das Geschäft ist, du kennst dich mit dem Geschäft aus, und weißt, wenn irgendwas ist, bestell, mach dir da nichts draus. Dann habe ich gesagt, okay. Und jedes Mal, wenn wir irgendwas gebraucht haben, ich habe immer gleich in dreifacher Menge bestellt. Und das hat denen nicht gepasst. Ja, wie soll ich das sagen, was für ein Geschäft das war? Ich weiß nicht, ob ihr das in Österreich oder in der Schweiz, aber da müsste dann normalerweise sowas auch gehen.
Das ist, ja, manche sagen so fliegender Teppich, aber das ist, ja, das läuft unter dem Namen Scheibenwischer. Und da können die meisten sowieso nichts mit anfangen. Wie soll ich dir das erklären? Pass auf, ich kann das dir zeigen, wie das Ganze läuft. Mhm. So, du musst dir jetzt vorstellen, hier von der Fensterreihe, das ist die Sitzreihe, wo die ganzen Gäste drin sitzen. Und das ganze Fahrgeschäft wird so. So. Wenn das steht, fährt das einmal so rund. So. Oder wieder andersrum. So. So, und das ganze Geschäft, das läuft ja dann unter dem Namen Scheibenwischer. Du kannst ja, das Fahrgeschäft kannst du auch googeln. Ah, ist da schon wieder die Feuerwehr, der Dieter da hier unterwegs. Du kannst das Fahrgeschäft kannst du auch googeln. Und zwar gibst du ganz einfach Big Wave ein. Kannst du bei Google kannst du eingeben Big Wave Mills. Dann findest du auch das Geschäft. Und ich war da fast 6 Jahre, über 6 Jahre war ich da gewesen. Das ganze Geschäft habe ich da in der Hand gehabt. Das erste Jahr und dann hat die Chefin, ja, wenn man das so sagt, war das die Chefin gewesen. Das erste Jahr hat sie immer zu mir gesagt, wenn was ist, frag lieber oder sag Bescheid. So, aber ich kannte mich ja bei dem Geschäft ja von Anfang an aus und da wusste ich ja, wie alles aufgebaut wird und die ganze Elektrik und wusste ich ja von Anfang an. Ich hab mir das vorher schon auf andere Plätze alles angeschaut und wo ich bei dem mitgefahren bin und hab mir das Ganze angeguckt und wusste ich sofort, wie was funktioniert beim Aufbau. Und nach einem Jahr hat die zu mir gesagt, Herr Walter, weißt du was? Ich habe jetzt schon 8 Monate habe ich dir zugeschaut und da ich ja weiß, dass du über alles Bescheid weißt, dann machen wir das ganz einfach so. Dann gebe ich dir alles in die Hand. Ist egal, ob mit Elektrik, mit Aufbau und Bauabnahme und so weiter und so weiter. Mach du das. Da braucht das der Dieter nicht zu machen. Du kennst dich über alles aus. So, warum habe ich gesagt, okay. So, und dann habe ich von der Chefin dann das Okay bekommen. Und dann habe ich dann das ganze Geschäft dann in der Hand gehabt, fast 6 Jahre, bis ich dann irgendwann weggegangen bin. Ja, Thomas, ja, tut mir leid, ich habe mich da in Agenda, habe ich mich da schon eingetragen gehabt, aber ich muss sagen, ich kriege den Stempel nicht da rein. Ich habe da schon alles Mögliche versucht, ich kriege den Stempel nicht rein, Thomas. Tut mir leid. Ich muss mal irgendwann mal gucken, dass ich den Stempel mal hochlade und dann hier mit dem Stream mit einbauen. Aber ich muss mal gucken, wie das ganze Ding funktioniert. Ich muss mich da mal öfters dahinter klemmen. Thomas, du weißt ja, ich bin lernfähig und ich muss mir da öfters mal einen Stream rausmachen und muss gucken, dass ich da alles damit reinsetze. Ich habe mir zwar schon den Stempel runtergeladen gehabt, aber den Stempel kriege ich ja nicht in den Stream rein.
Ja, Thomas, das wäre sehr schön, wenn du mir bei so Sachen helfen kannst. Da wäre ich dir dankbar. Vor allem ist es, wenn ich dann nochmal einen Stream mache und dann kann ich ja das dann auch mit alles reinsetzen. Also, ja. Ja, richtig, den habe ich komplett übersehen gehabt. Ich habe den schon mal aufgemacht gehabt, aber ich habe den komplett übersehen. Ja, Thomas, wäre ja sehr, sehr nett. Das wäre sehr nett. Wäre sehr hilfsreich. Aber ich habe den Stempel runtergeladen gehabt und ich muss bei Streamboard muss ich mal nachgucken und dann kann ich den wahrscheinlich mit reinsetzen. Ich muss da öfters mal streamen. Ich bin ja nicht so oft am Streamen. Wie soll ich sagen, ich muss dann noch lernen mit dem Streamen. Ist für mich zwar Neuland. Ich bin jetzt, glaube ich, das dritte oder vierte Mal bin ich da am Streamen. Ist für mich noch etwas Neuland. Aber wenn ich das dann schon öfteres stream und dann ist das für mich ja kein Problem mehr. Also, ja, ich habe da irgendwo was. Was ist das? Wo kommt das hin? Hm, was habe ich? Das habe ich. Bibabo, Bibabo. Das ganze Gebäude noch mal sehen. Ja, ich bin so. Das Ganze kommt dann hier rein. Jawohl, so kommt das rein. Mal das Gebäude drehen. Es passt. Passt, wackelt der Luft. Es setzt. Ja, Thomas, das ist okay. Das ist wunderbar. Das ist hervorragend. Das ist ja sehr schön, Thomas. Wenn du das für mich machst, dann weiß ich demnächst, wo ich was herhole, wo ich ja direkt mit reinsetzen kann. Das ist sehr schön. Danke, Thomas. Danke, danke. Ach nee. Der Conny mit seinem Lokschuppen. Danke, Holtropper, dass du mir den Link geschickt hast. Danke. Ich sag nur danke, dass du mir den Link rübergeschickt hast. Da kann ich ja mal bei Amazon nachgucken. Ich danke dir. Ich gerade eben nachgesehen. Wunderbar.
Thomas, da muss ich dir recht geben. Wir sind eine große Community und ich muss sagen, unsere Community, die wächst immer weiter, immer weiter. Anfang waren wir nicht so viel und jetzt, wenn man das schon sieht, wie viele Leute wir jetzt schon sind, alle Achtung, so viel hat bis jetzt noch keiner geschafft. Und ich glaube, bis Ende des Jahres, wenn es so weitergeht und wenn wir Glück haben, werden wir die 170, 180 Leute in der Gruppe noch knacken. Ach, meine Frau, die schreit. Ja, Schnucki, ich komme mal rüber.
Ja, was denn? Hast noch Durst? Ja, okay. Ja, können schnell noch was holen gehen. So, ich bin wieder da. Meine Frau, die hat mir da nur was erklärt. Jawohl, Tropper, ich musste ins Wohnzimmer, weil meine Frau hat mir was geschrieben und dann musste ich rüber. Und dann hat meine Frau mir nur kurz was erklärt gehabt, was es da ab morgen beim Aldi wieder was gibt. Und dann ist das Ganze, ja, wie soll ich das sagen? Meine Frau ist zwar blind, aber die kennt sich mit den Lego-Steinen, kennt die sich auch aus, weil meine Frau und ich, wir haben auch schon zusammen was gebaut gehabt und ich muss ihr immer alles erklären, wo was hinkommt und sie setzt es auch so hin, als würde sie es sehen. So, was brauche ich jetzt? Jetzt muss ich wieder was Neues. Schauen wir mal. Dann brauche ich den, dann brauche ich den, dann brauche ich den, dann brauche ich die Bank, dann brauche ich da die Bank, dann brauche ich
den. Und dann brauche ich davon 4 Stück. Einmal, zweimal, dreimal, 4. Dann muss ich von dem auch 4 haben. 2, 3, 4. Dann, was brauche ich denn noch? Da brauche ich davon nur einen. Und von dem brauche ich nur 3. Wo habe ich jetzt? Den weg. Das andere Tinne, andere Tellerchen. 2, 3, 4. Na, von den 4 Stück. Dann fehlt noch, das ist eine. Dann brauche ich dann nur einen, dann brauche ich nur einen. So, und von der Tille brauche ich auch nur einen. Wo habe ich die denn? Ich stehe in einem anderen Teller. Jawohl. Einmal ein Tille brauche ich nur einen. Einmal ein Speck brauche ich auch nur einen. So, das ist soweit alles. Und der Teller, mein Teller steht in der Runde. So. Ja, heute, ich muss wirklich sagen, wir sind auch ein tolles Team. Vor allem ist es so, wenn wir uns irgendwie was aussuchen und wir entscheiden immer zusammen. Wenn ich alleine was aussuche und dann sagt meine Frau, wie hast du schon wieder was gekauft und wieder was bestellt, ohne mir Bescheid zu sagen. Deshalb gucken wir meistens immer gemeinsam, wo es irgendwie was Neues gibt, ob es jetzt im Netz ist oder ob wir bei Lego im Store reinfahren, entweder nach Köln oder nach Essen. Und dann machen wir das beide immer gemeinsam. Wenn ich alleine machen würde gar nicht gehen. Du weißt ganz genau, wenn ich alleine hingehen würde und dann wird es wieder zu viel. Wenn ich dann denke, das letzte Mal vor der Corona-Zeit und da waren wir auch zusammen im Lego Store und dann habe ich schon 2 Becher mitgenommen und Leute, ich kaufe nur einen Becher. Ja, und am Ende vom Schluss waren es 2 Becher, die ich voll gemacht habe und dann, ja, wie Gott es will, ist noch ein Set dazu gekommen. Ja, und meine Frau sagt immer wieder, Mensch, du hältst dich da in dem Lego-Laden, hältst dich da 3 Stunden auf. Wir waren noch keine 3 Stunden, wir waren dann nur maximal 2 Stunden waren wir drin gewesen. Und wenn ich in den Lego-Store reingehe, ich fühle mich da richtig wohl da drin. Ich sehe immer wieder was Neues. Und dann ist bei meiner Frau genau dasselbe. Wenn wir vor der Pick-up-Rückwand stehen, ist meine Frau auch immer jedes Mal am Gucken. Und da fragt sie auch, wie sieht es aus? Brauchen wir die, brauchen wir die, brauchen wir die Steine, brauchen wir die Steine? Und dann muss ich gucken. Und wenn ich sage, ja, die brauchen wir. Und dann fragt sie, wie viel? Und ich, ja, machen wir 1, 2 Hände voll. So, und dann 2 Hände, dann gucke ich, ach, weißt was, wir können noch eine Handvoll rein. Dann haben wir am Ende vom Schluss, haben wir dann doch 3 Hände voll reingepackt. Dann kommt sie mit diesem und jenem Stein und dann fragt sie, ja, brauchen wir den noch oder brauchen wir den noch? Und ja, die können wir auch gebrauchen, können wir auch gebrauchen. So, und wenn wir dann zum Schluss rausgehen, mit 2 Becher bis oben hin, bist du mal randvoll bis oben hin. Und zu Hause wird erstmal alles wieder sortiert, alles Mögliche sortiert. Und ich habe da schon, wenn ich das sage, so
Du kennst ja bestimmt die großen Sortierboxen, wo die Fächer drin sind. Ich habe von den Sortierboxen habe ich mittlerweile jetzt schon 9 Stück. Ja, 4 Stunden. Ja, wie viel Uhr haben wir jetzt? Ja, 5, halb 8. Ja, ach, das geht ja noch. Das geht ja noch. Das hält sich noch in Grenzen. Oh, heute sowas. So viel Geld lasse ich da gar nicht bei Lego. Und zwar ist das, ja, so einmal im Monat fahre ich da schon mal bei Lego, in Lego Store fahre ich da mal rein. Und vor der Corona-Zeit, da bin ich ja auch nur, ja, einmal im Monat bin ich da nach Mettmann gefahren, bei Fix and Trick. Und da habe ich mir dann auch immer Steine geholt, wenn ich irgendwie was am Rebricken war. Und wenn ich rausgegangen bin, da war ich so gut 4, 5 Stunden war ich drin. So von morgens 10, ja, bis nachmittags 3, 4 Uhr war ich am meisten mal drin. Und bin rausgegangen, war glücklich gewesen, habe 90 € da gelassen. Ja, und auf dem Rückweg von Mettmann muss ich natürlich über Düsseldorf, Köln fahren. Ja, und Köln ruft mich ja jedes Mal, wenn ich in Köln rankomme und komme in Köln an, muss ich natürlich in Köln aussteigen, muss natürlich noch in Köln in die Stadt reingehen, in den Lego Store. Ja, und da habe ich dann natürlich auch wieder ein paar schöne Sachen gesehen. Ja, da muss ich dann natürlich auch wieder was mitnehmen. Ja, und im Lego Store bin ich ja auch so im Schnitt 30, 40 € auch wieder losgeworden. Und das jeden Monat. Wenn ich da meine ganzen Sortierboxen, wenn ich die alle hole und dann die haben hier, von diesen Boxen habe ich ja auch 12 Stück. Die sind auch alle voll. Und dann, warte mal, ich zeig dir gerade noch. So, wenn du diese Box siehst, die habe ich ja auch voll. Und da habe ich im Wohnzimmer habe ich noch eine Box, die ist noch etwas höher wie die. Die habe ich auch voll. Und habe auch noch jede Menge andere Steine. Nur das Einzige, was ich nicht habe, ist von den Techniksteinen habe ich nicht so viel. Dann muss ich dir noch was zeigen. Dann habe ich hier auch noch einen Muck. Und mit dem, da muss ich gucken, da fehlen mir noch ein paar Steine. Und wenn das fertig ist, wird das auch auf 2 Etagen. Dann habe ich auch so ein riesengroßes Muck. Vor allem ist es bei mir so, mir fällt dir immer wieder was ein, wo ich am Bauen könnte. Und wenn ich die Steine alle zusammen habe und wenn ich dann mal die Zeit dazu habe, und da fange ich dann an zu bauen. Aber ich glaube, heute, du hast bei mir noch nicht alles gesehen. Ich zeige es dir mal ganz kurz. Da, nicht da, nicht da.
auch jede Menge. Dann habe ich hier unten noch das Teil, was auf der Bauplatte liegt. Das gehört zur Eisenbahn. Muss ich auch noch alles noch fertig machen. Ich hatte überall von der Eisenbahn habe ich Teile da rumliegen. So, ne? Hier, da. Dann habe ich da. So, dann habe ich hier im Schrank habe ich auch noch jede Menge. Auch noch alles voll. Da oben noch alles. Und im Wohnzimmer habe ich auch noch jede Menge. Nur das Einzige im Schlafzimmer. Im Schlafzimmer kommt mir keine Steine rein. Im Wohnzimmer habe ich dann noch jede Menge. Alte. Und ich muss dir noch was zeigen. Hast du bestimmt auch noch nicht gesehen. Amen. Hier. Den Tunnel, den habe ich auch gebaut. Kommt ja auch später dann noch zur Eisenbahn dazu. Und die andere Platte, die du gesehen hast, die kommen dann hier noch mit dran. Da kommen hier auch noch ein Gleisbeck drauf und auch noch ein Tunnel. Jetzt weißt du ja, wie das bei mir aussieht. So, in dem Zimmer, was ich jetzt hier bin, das war nun mal ursprünglich das Zimmer von meiner Tochter, aber da die ausgezogen ist und hat jetzt auch eine eigene Wohnung und Kinder, habe ich mir das Ganze in Beschlag genommen. Und ich muss hier sowieso noch einiges umbauen, weil hinter mir, da will ich eine große Bauplatte hinmachen und dann kommt da meine Stadt drauf. Und zwar habe ich mir eine Platte von 1,60 Meter mal 2 Meter. Und dann kommt schon alles drauf. Ich habe mit dem Bauplan schon alles vorbereitet und da kommt dann alles drauf. Da kommen die ganzen Häuser dann drauf, die Eisenbahn kommt drauf. Dann habe ich da noch kleine Schaugeschäfte. Das ist eins, was meine Frau selber gebaut hat. Dann Kassenhäuschen und. Das kommt natürlich ja alles mit in die Stadt rein. Ja, da kann ich wirklich sagen, ich habe viel vor mir. Meine Frau, die hat schon oft schon gesagt gehabt, irgendwann mal hast du nichts zu beißen und dann bist du überall nur noch an die Klemmbausteine am Rumknabbern. Ist doch auch was zu essen. Hast du gehört, was meine Frau gesagt hat? Ich sage, ist auch was zu essen. Die Klemmbausteine zu Liegt knabbern. zwar ein bisschen schwer im Magen, aber ist egal. Ja, ich sage, liegt schwer im Magen. Aber ich kann ja wohl schlecht die Steine essen. Das geht ja nicht. Ja, ich meine, du kannst ja die Steine schon mal essen und dann kackst du fertige Häuser. Hast du das gehört, was meine Frau jetzt sagt? Dass ich kann die Steine essen und wenn ich sie alle aufgegessen habe, dann kann ich fertige Häuser kacken. Und das geht ja gar nicht. Hast du Arbeit gespart. Jedenfalls stürzt dir dann nicht alles ein. Ja. Mit einer vernünftigen Statik. Hast du das gehört, was meine Frau sagt? Wenn ich die Steine alle aufgegessen habe, dann hätte ich eine vernünftige Statik, da würde nichts mehr einstürzen. Mhm. Aber ich sehe das nicht so. Ist ja wohl schlecht, die Steine aufzuessen. Die würden ja richtig schwer im Magen liegen. Also mache ich mir die Arbeit und baue mir das Ganze. Und dann habe ich einen richtigen Bauspaß und ich weiß, was ich dann fertig gebaut habe.
habe den Aufräumspaß. Ne? Und meine Frau, die sagte gerade, die hätte den Aufräumsport. Ja, Ich weil glaube, ich muss ja gucken, dass ich das so organisiere, damit auch Platz für die Stadt ist, wo ich mir so vorstelle, wie es auszusehen hat. ja, meine Frau, die hatte auch schon Vorstellungen, wie die Stadt aussehen soll. Nur leider ist das Zimmer hier viel zu voll und da muss ich etwas aufräumen und beziehungsweise ausräumen. Und dann müsste wirklich radikal alles raus. Hast du das gehört, was meine Frau sagt? Dann müsste alles radikal raus. Ja, auch du. Das geht ja gar nicht. Das ist aus dem Zimmer raus muss. Das geht ja gar nicht. Ich stehe aus der Wohnung, wenn du nicht mithilfst, aus der Wohnung raus. Ja, und wo soll ich das alles? Auf den Buckel. Ja, ich nehme. Nimm das auf den Buckel, dann gehst du hier vorne, der hier rausgeht, direkt rechts aus der Tür raus. Ja, hast du gehört, was meine Frau vorhat? Ich glaube, ich werde nicht mehr. Ich glaube, es fehlt mir eine Platte. Ja. Habe ich hier im Haus? Nein. Mir fehlt auch was. Mir fehlt eine Platte. Mir fehlt eine Achterplatte. Ich weiß denn jetzt mal kurz hier aus dem Fenster. Da habe ich. Da. Die versteckt sich und ich bin hier am Suchen. Ah, ja. So, das hier ist die 2. Wenn wir das Windows 7 nicht abschotten, dann hätte ich mir das Windows 7 noch gemacht. Aber lohnt sich ja eh nicht mehr. So, jetzt wollen wir haben, dass ich das Ganze umdrehe. Ja, nee. So, jetzt kommen die. Warum immer umdrehen? Ja, ich verstehe nicht, die wollen das immer haben, dass man immer alles umdreht. Ja, stell dir mal vor, du So. baust in Wirklichkeit ein Haus. Das kannst du ja auch nicht umdrehen. Ja, das ist es ja so. In Wirklichkeit kann man ein Haus so schlecht umdrehen. Man kann zwar ein Haus transportieren, aber ein Haus umdrehen. Ja, du baust ja auch Stück für Stück rundherum. Ja, Und du gehst ja auch nicht zuerst an die eine Ecke und dann zuerst von vorne und dann von hinten. ja. Dann müsstest du ja um das Fundament rumgehen und dann nach hinten gehen und dann hinten anfangen zu bauen. Ja, das geht ja nicht. Komische Logik. Ja, das ist wirklich eine komische. So, na komm, was? Du hast Durst. Genau. So, Ich gebe aber was zu trinken. dann machen wir das. Kommst du noch mal rüber oder was? Ja, Irgendwann schmeiße ich mein PC auf dem Fenster. nein, das geht nicht. Ja, So, dann machen wir das. wenn du ein scheiß Update hast, funktioniert gar nichts mehr. Dann macht er nichts was, ich mach das. Also, nee, mach gar nichts. Oder ich guck dann irgendwelche Stellungen. Ja, und darüber gibt es mir dann eine Unterkunft, ja. Ich packe mir dann meine ganzen Modelle, packe ich mir dann in den Koffer rein und ziehe zu dir. Nee, ich glaube, ein Koffer würde da nicht reichen. Ich glaube, bei 18 Häuser und Tankstelle, ja, und dann eine große Kiste nur mit Schienen drin. Dann noch mal eine Kiste, wo ich die ganzen Züge alle drin habe. Alleine das ist eine große Kiste von, wie breit ist die? 70 auf 80 Zentimeter und 70 hoch und die ist vollgepackt mit Schienen.
Da ist schon einiges drin. Ich habe die ganze Schiene im Wohnzimmer mal aufgebaut. Und da fing meine Frau schon an zu meckern. Hat die gesagt, wie willst du schon das ganze Wohnzimmer in Beschlag nehmen? Man kann da dann nirgendwo mehr hingehen. Überall hast du dann deine Schienen rumliegen. Und dann fahren die ganzen Züge noch hier durch das Wohnzimmer. Man kann dann nirgendwo mehr laufen. Ich habe es nur einmal aufgebaut und da habe ich so gut 20 Quadratmeter gebraucht. Nur für die ganzen Schienen aufzubauen und für die Züge fahren zu lassen. Da ist meine Frau bald im Dreieck gesprungen. Haben wir ein Wohnzimmer von knapp 40 Quadratmeter und die Hälfte habe ich da benutzt gehabt, nur für die Schienen auszulegen. Um einfach mal zu testen, wie sich das Ganze dann anzieht. Da ist meine Frau ausgeflippt. Da habe ich natürlich dann alles wieder abgebaut und wieder alles eingepackt. Ja, da muss ich dir recht geben. Die Frauen, manche Frauen, da weiß man nicht. Entweder wollen sie das oder wollen dieses. Aber bei den Frauen ist es dann meistens immer so, die wollen immer shoppen gehen. Entweder gehen sie Klamotten shoppen oder gehen Schuhe shoppen. Aber dass sie mal den Frauen, dass die Frauen mal den Männern zur Seite stehen, nö, ist nicht die Rede wert. Dann stehen die Frauen lieber hinten dran und dann heißt es, ja, weißt du was, mach es doch selber. Ja, und wenn man dann irgendwie einen Vorschlag hat und dann heißt es, ja, musst du selber wissen, ob oder ob nicht, ich habe damit nichts zu tun. So sind die Frauen. Aber ich habe jetzt, Gott sei Dank, habe ich meine Frau jetzt, wie soll ich das sagen, beischgekloppt. Ich habe sie beischgekloppt. Ich habe meine Frau jetzt so weit gekriegt, dass sie dann auch schon mit agiert, wenn wir irgendwie wo was Steine brauchen oder wenn wir erst in ein Haus oder sonst was wandern, wenn wir da was Neues sehen. Und dann guckt sie immer, muss ihr alles erklären und ist am Gucken. Und dann muss ich immer fragen, ja, soll man es kaufen oder nicht kaufen? Und dann ist die Frau am Überlegen. Dann sage ich, überleg nicht so lange, es ist bald Weihnachten. Also kaufen oder nicht kaufen? Dann ist wieder ein Überlegen. So, komm, weißt du was, wir kaufen einfach. Da wird gekauft und dann hinterher, wenn es da ist, dann erfreut sie sich trotzdem. So ist meine Frau. Ja, das Lego-Fieber, ja. Wenn man einmal drin hängt und hat man hier und da mal was gebaut und dies gesehen und jenes gesehen. Und vor allem, wenn man im Netz überall die ganzen schönen Sachen sieht, die ganzen schönen Modelle und die ganzen Städte, wie einige Städte aufgebaut haben. Und wenn man dann Amerika rüberblickt, was sie da für tolle Städte aufbauen. Und dann sind die Frauen natürlich dann wieder happy und voll begeistert. Dann steigen die dann auch mit ein. Und wenn sie einsteigen, dann fangen sie meistens erstmal an mit kleinen Teilen. Fangen sie erstmal kleine Modelle an. Die kleinen Modelle, da sind sie vielleicht mit einer halben Stunde fertig. Und dann, oh, ist das schon fertig? Ja, siehst du mal, kannst du mal sehen, wie schnell das geht. Ja, und dann kommt der nächste Tag. Dann ist sie da am Gucken, überall am Gucken, wo was Neues gibt. Und dann kommst du nach Hause. Schatzi, ich habe wieder was Neues gefunden. Ja, was denn? Ja, und dann heißt er, lass dich mal überraschen. Ja, und wie es dann kommt und wenn man es dann sieht, dann erfreut man sich wieder, dass wieder was Neues zu Hause angekommen ist.
Pass mal auf, ich muss dir mal was zeigen, was meine Frau gebaut hat. Ich kam von der Arbeit nach Hause und hat es mir das nochmal zu mir erstmal gezeigt. Schau dir mal das an, was meine Frau gebaut hat. Das hat meine Frau gebaut. Ich kam nach Hause, ich guck, oh, ein neues Kassenhäuschen. Und was sie noch gebaut hat, diesen Zug. Den hat sie natürlich erst eben, wir haben mindestens in 5 Farben gebaut. Ja, und in 5 Farben, so ein kunterbunten Zug, naja, war ja auch ganz nett gewesen. Ja, dann habe ich die richtigen Farben rausgeholt. Oh, und jetzt sieht man das. Vorher hat die da mit Rot, Gelb, Grün und Blau alles Mögliche reingebaut. Und allein die Fenster, dann war einmal ein weißes Fenster drin, ein rotes Fenster und hier, wo die Gäste drin sitzen, auf einer Seite waren nur rote Fenster und auf der anderen Seite waren nur grüne Fenster. Bis ich dann gesagt habe, weißt du was, kunterbunter Zug ist nicht schön. Dann habe ich ihn nochmal ein Fenster rausgeholt und dann, ja, das sieht ja ganz ordentlich. Habe ich meine Frau das nochmal gezeigt. Da hat sie gesagt, ja, habe ich was ganz Tolles gefunden. Habe ich ja prima, hast du sehr schön gebaut. Ja, Julian, da kannst du schon mal anfangen, umzubauen. Am besten ziehst du in den Keller und baust im Keller die Stadt auf. Manche haben ja noch einen Keller, wo sie im Keller alles aufbauen. Tut mir leid, ich habe zwar auch einen Keller, aber der ist nicht so groß. Ich habe zwar nur einen Abstellkeller und da kann ich wohl schlecht was reinstellen. Und hier im Zimmer habe ich wenigstens alles noch im Blick.
So, Robert, jetzt kannst du mal schauen. Ich habe dir mal ein paar Fotos rüber geschickt. Kannst du sehen, wie das bei mir im Wohnzimmer alles aussieht. Ah ja. Also jetzt muss ich schauen, dass ich hier das und das. Ja, da habe ich da jetzt. Wo kommt das hin? So. Jetzt kommt die Bank hin, weil ich habe irgendwo, muss das Ganze wieder drehen. Ich werde nicht mehr. Piep. Das ist das. Ups. Ups, das wäre mir beinahe einen Stern verloren hier. Oh, das ist jetzt, dann jetzt alles noch fest zusammen. Ja, das ist ja eine Menge. Und ich kann es sagen, das hat sich alles ja, in 5 Jahren, in 5 Jahren hat das angefangen. Und das Ganze fing an, als ich bei uns im Keller ging. Der hat die Space Shuttle, hat er die angeboten gehabt und da konnte ich nicht widersprechen. Ja, die Space Shuttle, die war zerlegt gewesen und es war keine Bauanleitung mehr da gewesen. Und ich habe mir das ganze Ding dann angeguckt. So, und der Verkäufer hat gesagt, es ist keine Bauanleitung bei. Ja, war für mich kein Problem gewesen. Ich bin dann mit dem Zug, bin ich dann rübergefahren und habe mir das Ganze dann eingepackt. So, bin nach Hause gekommen und da fing ich erstmal an, alles zu sortieren. Und da habe ich etwa 2 Tage dran gesessen, alles zu sortieren. Dann habe ich 2 Teile habe ich dann gefunden und habe auf die Teile nach den Nummern nachgesucht. So, und dann habe ich dann die Nummer gefunden und habe dann nach der Nummer noch mehr gesucht. So, und dann habe ich dann die Bauanleitung angezeigt gekriegt, was für eine Nummer das war. Und dann habe ich direkt bei Lego nachgeguckt mit der Nummer und habe bei Lego dann die Bauanleitung dann gefunden. Gott sei Dank. Habe mir die runtergeladen und habe dann die Space Shuttle zusammengebaut. Und zwar war das eine Space Shuttle gewesen, muss eine noch glaube ich, aus den 90er Jahren oder von 97, 98 so rum muss das eine gewesen sein. Weil da waren ja noch die alten Motoren dabei gewesen. Hab mal die Bauanleitung dann runtergeladen und habe das ganze Space Shuttle dann zusammengebaut. War hier und da war zwar noch Gebrauchsspuren dran und war schon etwas schmutzig, aber war mir egal gewesen. Ich habe dann alles in die Waschmaschine reingesteckt und dann alles erstmal durchgewaschen. Und hier und da waren ein paar Teile, die habe ich dann von Hand sauber gemacht, bis alles nochmal so einigermaßen picobello war und fing dann abends an
die Space zu bauen. Jedes Mal, wenn ich von der Arbeit kam, habe ich mit dran gesessen, um das Ding zusammenzubauen. Ich glaube, ich habe da eine Woche dran gesessen. Ja, eine Woche habe ich dran gesessen gehabt. Ich bin da jedes Mal, wenn ich von Arbeit kam, war ich immer erst um 6 Uhr, 20 nach 6 war ich von der Arbeit nach Hause und habe das dann zusammengebaut. Ja, und irgendwann war mir das dann zu wenig und dann habe ich nochmal bei eBay nachgeguckt gehabt, überall, bis ich dann auf den Händler gekommen bin von Fix and Bricks in Mettmann. Da habe ich dann nachgeguckt. So, der ist ja auch auf Facebook zu sehen und da habe ich dann nach gegoogelt gehabt und dann habe ich den seine Halle gesehen, was der da alles hat. So, und da war ich so von begeistert und ich war richtig voll benebelt. So, und habe dann auch gesehen, wann der auf hat. Erst Beste, was ich gemacht habe. Und bin dann samstags nach Mettmann hochgefahren. Und habe mir das ganze Ding erstmal angeschaut. Und haben mir dann direkt natürlich auch einen Bauplan mitgenommen für irgendwas zu Repliken. Und hat man dann die ganzen Steine gekauft. So, und da war unter anderem noch ein Kaufhaus dabei gewesen, war auch von den Anfang oder fast Ende 90er Jahren war das ein Kaufhaus gewesen. Und das hatte gehabt knappe 2000 Teile. Ja, bin ich auch noch mit dann hochgefahren und hatte dann alles rausgeholt. Und nur das ganze Problem, ich habe ja dann nicht für die einzelnen Teile, was so gebraucht wurde. Ich habe mir dann, sagen wir mal, wenn jetzt die einmal vierer Brechsteine in Weiß, wenn die jetzt 6-mal angegeben waren, habe ich mir jetzt 10-mal genommen. Und wenn die Fenster, die einmal 4x6, die waren ja mit 6 angegeben und habe ich vielleicht nicht 6, habe ich mit 12 genommen. Und so ging es immer so weiter. Für jeden Stein, die da angegeben waren, habe ich mir immer mehr genommen als gebraucht, als normal für den Bau zuständig war. Am Ende vom Schluss bin ich rausgegangen und habe knapp 2 Kilo an Steine gehabt. So, und da konnte ich das ganze Haus in einem zusammenbauen und habe dann nochmal gut 800 Steine über gehabt. Das sind die Steine, die ich mir einfach zu viel genommen habe. Und so war das jedes Mal, wenn ich nach Mettmann hochgefahren bin, ich habe mir immer mehr genommen, als ich selber gebraucht habe. Und so ist dann der ganze Zustand gekommen, was du jetzt gesehen hast, was ich an Steinen habe. Das ist genauso, wenn ich in einen Lego-Store fahre und gehe nach Brick und so und wenn ich da was sehe und ich weiß, ich brauche nur eine gewisse Menge, dann hole ich mir immer mehr. Weil man weiß ja nie, ob es die später noch gibt oder nicht. Deshalb hole ich da immer mehr. Selbst wenn eine Frau mitfährt und die fragt auch, brauchen wir das? Und ja, komm, wir brauchen das. Mitnehmen, alles nur mitnehmen. Ich bin immer froh, wenn ich etwas mehr Steine habe als zu wenig. Vor allen Dingen ist es ja so, es könnte ja mal sein, dass man hier und da mal irgendwie was bauen will und es fehlen dann die Steine. So hat man die dann immer zur Hand. So, da war jetzt irgendwo etwas nass. So, jetzt schauen wir mal, das. Da ist. So, dann haben wir den umgeschlagen. Da habe ich einen Fehler gemacht. Das kommt. Ich habe hier einen Fehler gemacht.
Fähigkeit. Aber das ist kein Problem. Die Fehler kann man schnell ausmerzen. So. 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 Fehler schnell ausmerzen. Jetzt sagt er, könnte das Ding nochmal umbauen. So, dann kommt das. So, glaube ich so. Ja. Also kommt das. So, jetzt fährt, muss ich schauen. Das. Die kommt da drauf. Dann das so hin. Also, was haben wir da? Ich darf jetzt keinen Fehler machen. Jetzt, das sehe ich, es fehlt mir doch noch ein Teil, wo ich übersehen habe. Es fehlt mir ein Teil, den habe ich komplett übersehen. Vor lauter Quatscherei. Aber, da habe ich das Teil. Da fehlt mir das. Aber, wenn man Fehler macht, kann man nachgucken. Fehler kann man ausmerzen. So. Da kommt man so. So. So, schauen wir mal hin. So. So. Da kommt das dahin. Da kommt das dahin. So. Jetzt ist das richtig. Ja, Julian ist von den Japanern oder besser gesagt von den Chinesen. Mir ist doch egal, ob es ein Japaner ist, ein Chines ist oder ob es ein Franzose ist oder ein Holländer. Die Holländer haben ja, wo uns hier in den Ecken wohnen, ist ja nicht weit, sind ja nur ja, 10 Kilometer, da bin ich in Holland und ich habe von hier aus bis nach Belgien, glaube ich da, ja, 15 Kilometer komme ich direkt an die belgische Grenze. Und da kann ich auch einkaufen. Aber ich fahre ungern bei den Belgier einkaufen. Ich fahre lieber bei den Holländer einkaufen. Weil die Belgier sind das mir Frittenköpfe. Die essen ganz einfach zu viel Pommes. Und ich fahre ungern zu den Belgier rüber. Ungern. Ich fahre lieber bei den Holländer rüber. Weil die Holländer, die sind, wie soll ich sagen, die sind freundlicher. Was habe ich denn da? Ja, muss ich ehrlich sagen, das ist wirklich beeindruckend. Es sah vorher im Wohnzimmer etwas schlimmer aus. Es war vorher etwas schlimmer gewesen. Und deshalb stehen jetzt nur noch die Boxen, die stehen im Wohnzimmer. Das andere steht alles hier in dem Zimmer. Ich habe zwar hier direkt gegenüber in dem anderen Zimmer, habe ich zwar auch noch ein paar Boxen stehen, aber da habe ich nur Kleinteile drin. Überwiegend sind da schwarze. Ja, da habe ich drei Boxen nur mit schwarzen Steinen drin und mit glatten. Dann habe ich noch eine kleine Box nur mit gelben Steinen. Dann
ja, noch eine große rote, noch eine große Box. Da habe ich dann die Basic-Steine drin, die 2x4er. Dann ja, so einen kleinen Lego-Eimer. Ja, klein. Das ist für mich nicht klein, das ist ein normaler Lego-Eimer. Den habe ich auch voll mit Dachsteine. Dann habe ich noch eine Box, da habe ich auch voll. Aber vielleicht könnte ich hier und da mal was gebrauchen. Und von diesen Boxen habe ich hier direkt gegenüber in dem Zimmer habe ich eine Box, die habe ich voll mit diesen Steinen. Die 2x3 und 2x6er Steine. Voll in weiß. Und genauso viele auch in Rot. Und dann habe ich noch so eine, ja, so eine Sortierbox, eine kleine. Und da habe ich dann die ganzen Pins drin. Schwarze Pins habe ich drin, die normalen Pins, dann die Dreier-Pins drin, dann hier und da noch ein paar Technikteile drin und ein paar Kugellager drin und vom Zug noch ein paar Reifen drin und dies und jenes. Ich habe ja fast alles sortiert. So, und wenn ich irgendwas suche, und muss ich überlegen, wo habe ich das? Da, kann ich entweder da in dem Zimmer oder vom Wohnzimmer aus geht es da in dem Zimmer und da weiß ich sofort, wo was ist. Brauche ich nicht noch groß in den Zimmern überall rumzusuchen. Oh, 15 Minuten bist du auch in Holland. Ja, wenn ich das von uns aus sehe, mit dem Bus, ja, 20. Ja, Bus fährt eine halbe Stunde, da bin ich in Holland drin. Bin ich direkt in Holland. So, bin ich in Pfalz einkaufen gehen. Und bin ich eine Herzogenrath drüber, das ist ja auch direkt die holländische Grenze. Da muss ich natürlich mit dem Zug rüberfahren. Nur das ganze Blöde ist, wenn wir dann nach Herlen rüberfahren und das geht da hinten über Herzogenrath und wenn man in Herlen ankommt und steigst so aus dem Zug raus, das erste was ist, da kommen die holländischen Bahnbediensteten und fragen, haben Sie Ausweis? Und ich sage, nein, wir haben keinen. Ja, dann müssen Sie leider noch bezahlen. Und ich habe meine Frau mit. Ja, hat sie Ausweis? So, die legt dann ihren Ausweis hin. Dann ist in Ordnung. Und dann sagen die Bahnbediensteten dann nichts mehr. Dann sagen sie, ja, dann wünschen wir Ihnen alles Gute und viel Glück beim Einkaufen. Und ich bedankt. Und wenn wir zurückfahren und kommen wieder am Bahnhof, haben Sie Ticket? Ich habe meine Frau hat Ticket. Dann steht wieder ein anderer Bediensteter da. Haben Sie Ticket? Und dann meine Frau, guck mal, die wollen schon wieder ein Ticket haben. Ja, die habe ich da erst gesagt, ja, ist ja wieder ein anderer. Muss meine Frau gegen wieder den Ausweis zeigen. Dann kommen die Holländer. Bedankt, wir wünschen eine gute Heimfahrt. Und so geht das jedes Mal, wenn wir nach Holland drüben, wenn wir nach Herlen rüberfahren. Und wenn wir aber hier bei uns nach Pfalz rüberfahren, ist das kein Problem. Wir setzen uns in den Bus und fahren da rüber und steigen dann aus. Da kommt kein Bediensteter oder vom Zoll oder sonst dergleichen, ist ja direkt um Ecken, da kommt auch keiner. Nur das Einzige, wenn wir nach Herlen rüberfahren, das ist direkt in Holland. Da kommen die alle paar Minuten und dann kontrollieren sie. Selbst wenn du in der Stadt bist, und dann kann ja hier und da schon mal passieren, dass die da Kontrolle machen. Das kenne ich da mittlerweile schon. So, haben wir das Ganze dann so. Und dann, so, ja. So, dann kommt das hier. Das, da. Ja. Ups, nicht abhauen. Das ist, wenn er dicke Finger hat.
und muss kleine Teile draufsetzen. Die springen dann immer gerne von den Fingern runter, aber Gott sei Dank ist alles um den Tisch gesprungen. Wenn er jetzt runter am Boden gefallen wäre, oh, dann hätte ich ein Problem, ja. Ich habe Lego-Ausweis. Ja, das ist gut. Ja, den Lego-Ausweis habe ich auch. Den habe ich auch. Da habe ich aber auch schon ein paar Stempel drin. Ich glaube, wenn ich nochmal eine Herrenuhr fahre, muss ich einen Ausweis mitnehmen. Und wenn sie dann fragen, ob ich Ausweis habe oder Ticket, dann lege ich dann meinen Lego-Ausweis hin. Machen wir auf, guck, ich habe schon 6 Stempel drin. Steht ja mein Name drin und 6 Stempel. Und dann gucken die an, ja, was ist das denn? Ja, wo ist Ihr Foto? Und ich sage, gucken Sie mich an, da haben Sie doch Foto genug. Wenn die von mir ein Foto haben wollen, ja, gucken Sie mich an, gucken Sie mir im Gesicht, haben Sie Foto genug. Und ich hab sonst kein Foto da drin. Und dann Lego-Ausweis brauche ich kein Foto. Ja, müssen Sie haben. Dann nee, muss ich nicht. Ich muss nur sterben. Und sterben muss jeder. Und da kommt der Beamte, hat ja keiner fast schon sterben gesagt. Und das aber ich. Das sind die mal ganz bedattert. So, schauen wir mal, wo das jetzt hinkommt. Was ist mal da? Was ist mal da? Ja, das kommt. Muss das Ganze drehen. So, das ist so. Das muss da hier irgendwo hin. Aha. Ich habe es. Das muss hier irgendwo hin. Ich glaube, wenn mich das Ganze nicht täuscht. Ups. So kommt das hin. So, ja, jetzt habe ich. So kommt das hin. Man muss hier immer umdenken. So, dann kommt das. Das Ganze. So. So kommt das dann hin. Ja, alles klar. Jetzt habe ich es. Man muss hier immer mitdenken. So, jetzt geht das dann wieder sehen. So, jetzt schauen wir mal, wie war das jetzt? Ups. Haus wieder zurückdrehen. So kommt das hin. So. Also. Na. Ja. Na. Na. Gehst du rein? Geh rein. Oder nicht? Na. Gehst du rein? Das Ganze umdrehen. Manchmal will der nicht, aber nicht mit mir. Der muss rein. Ist das andere reiniger, muss der auch rein. So. So. Warum nicht gleich so? Na, bleib hängen. Muss ich dir wieder mithelfen? So, jetzt hörst. Hallo Hund. Ach
Meine Frau schreit schon wieder. Die schreit, die hat Durst. Meine Frau, die schreit, die hat Durst. Ach, die arme Frau, die hat Durst. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Soll ich sie verhungern lassen oder soll ich ihr was zu trinken holen? Die schreit schon die ganze Zeit, ich habe Durst. So, dann haben wir das. So, jetzt gehen wir zu Schritt 192. So, was brauchen wir denn da? Ups, ja. Da einen, dann noch einen grünen. Dann brauchen wir noch den grauen. So, jetzt. Ah, dann haben wir die doch nochmal hier richtig. Dann, ups. Und das Tellerchen. Davon brauchen wir noch einen. Dann brauchen wir wieder einen grün. Das ist dunkelgrün, hellgrün. Hellgrün. 4 Stück. 2, 3, 4. Dann brauchen wir den. Dann brauchen wir den. Und davon einen. Und jetzt kommen die grünen. Habe ich die nicht drin? Da habe ich hier einen anderen Teller. Da habe ich die 3 Stück. 1, 2, 3. Wenn ich das so sehe, das Haus da hat mindestens 8 verschiedene Farben. Da kriege ich die Krise, wenn ich die Farben hier alle aussuche. Und manche Farben, ich suchst und dann musst du umdenken. Weil da sind manche Farben hier drin und dann bist du am Suchen und findest die Farben nicht, dann musst du wieder umdenken. Weißt du sofort, ach, das sind die. So. Ja, das kommt dann jetzt da drauf. Jetzt muss ich das ganze Haus wieder drehen, wie ein Karussell. Ich glaube, ich werde nicht mehr. So, na, ist das richtig. So. Kommt der erstmal. Schauen wir mal, ob das richtig. So, so ist das richtig. Da kommt der. Nein, aber der kommt dahin. Und der eine schlägt ihn. Ups, nicht abhauen. Sonst finde ich nicht mehr. Die kommen jetzt dahin. Und jetzt kommt der. Der kommt dahin. Jetzt. So, jetzt kommt noch eine dahin. Der kommt dahin. Und der. So. Jetzt kommt diese Seite. Also einmal, da zweimal. Dann noch einer. Dann noch einer. Da kommt der Teil. Der kommt da rein. So, jetzt habe ich den. Der kommt dahin. Der kommt dahin. So, jetzt habe ich den. So, jetzt kommt der nach dahin. Der kommt dahin. So, der. Den habe
Ups, wo ist der jetzt hin? Ist der jetzt im Keller gefallen? Da bleibst du mal im Keller liegen. Kommst du hier nicht weg. So. Jetzt schlag noch eine Seite um. Jetzt habe ich noch 2, 4, 6. 6 Bauabschnitte. Dann habe ich hier 6 voll. Dann kommt die 7. Schauen wir mal. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 48, 50. 50 Bauabschnitte im Abschnitt 7. Dann dann weißt du wieder, was du vorhast. 50 Bauabschnitte. Hier ist es mehr. Da kann ich ja wieder jeden Tag ein bisschen dran machen. Jeden Tag ein bisschen. So, wenn ich das so sehe, da kommt ja wieder einiges. Schau da mal das mal an. Das ist alles für Bauabschnitt 7. Ja, alles Bauabschnitt 7. Da ist wieder Mauersteine drin. Einmal 4, einmal 2. 10er Trick, 12er Trick. Und hier geht es dann zum Endspurt zu, bei Bauabschnitt 7. Und da kommt ja hinten schon wieder 8. Jede Menge Kleinkram, was ich da alles basteln muss. Da habe ich ja einiges vor mir. Da kann ich ja jeden Tag, wenn ich von Arbeit nach Hause komme, kann ich mich dran setzen. Erstmal von Arbeit nach Hause, dann schnell Klamotten vom Leib runter, abduschen gehen und dann hat die Frau dann das Essen gemacht, dann schnell was essen. So, und bis dann fertig ist, naja, dann ist das schon wieder 20 nach 6 oder halb 7. Dann kann ich wieder was, ja so, wenn ich dran denke, bis 8 Uhr bin ich allein das hier, was hier steht, habe ich auch so in 3 Tagen. Und das hier habe ich auch in 3 Tagen. Jedes Mal, wenn ich von der Arbeit nach Hause kam, immer so eine Stunde, 1,5 so dran gesessen habe. Aber ich freue mich ja, wenn das Haus wächst. Und wenn meine Frau mit zum Tisch kommt und fragt, kannst du mir helfen? Ja klar, da setzt sie sich hin, ich gebe ihr die Steine in die Hand, muss ihr erklären, wo was hinkommt und sie setzt es auch genau dahin. Muss einzeln, wenn sie einen Stein gesetzt hat und es kommen mehrere Steine hin und dann muss ich ihr immer sagen, wenn sie das einen Stein da gesetzt hat, kommt der nächste direkt nebendran und dann, wenn sie der nächste Stein und dann muss ich ihr wieder sagen, das kommt direkt gegenüber und dann muss ich so nachgucken, wo das hinkommt. Und ich sage, das kommt dahin, dann musst du gucken, wie viele Noppen das sind und dann kommt das genau dahin. Da setzt sie das auch hin. Oh, schon 8:30. Oh, ich bin schon lange wieder dran. So,
Ich würde erstmal sagen, ich mache dann erstmal Schluss. Vielleicht werde ich dann morgen, ach, dann habe ich ja hier auch noch ein Teil. Herrgott, mein Herr. Ach, irgendwann da unten. Da bist gut aufgehoben. So, ich werde erstmal hier mal Schluss machen. Und das andere werde ich morgen mal zusammenbauen und dann werde ich da, wenn ich das zusammenbaue, hier und da mal kleine Videos machen mit Handy und dann werde ich das auch auf YouTube hochladen. Ich wünsche dir dann noch einen schönen Abend und weiß ja, man sieht sich immer wieder. Und da ich ja sowieso immer abends online bin und ich muss ja immer auf dem neuesten Stand sein, muss immer gucken und ich sehe das ja am Handy auch, selbst wenn ich auf der Arbeit bin und habe Pause und dann muss ich ja gucken, was da Neues gibt. Und abends, wenn ich nach Hause gehe, dann weiß ich sofort, wo was Neues ist, muss ich direkt erstmal bei YouTube reingucken und hier und da und meine ganzen Mails überall alles nachlesen. Also ich verpasse ja nichts. Ich habe ja auf der Arbeit mein Handy immer mit und dann sehe ich ja, wenn irgendwas Neues reinkommt, kann ich mal kurz lesen. Und wenn dann meine Kollegen fragen, na, wie viele Nachrichten hast du schon wieder? So, wenn ich so ab 3 Uhr gucke, so 4 Uhr, wenn ich fragen, wie viele Nachrichten, ja, und wenn ich sage so 500, 600, boah, das schlagen die Hände über den Kopf zusammen. Ist für mich das schon ganz normal. Ach, ich muss ja noch was zeigen. Ja, das ist das Haus, was hinter mir im Karton steht. Das ist mir komplett zusammengestürzt. Muss ich auch noch aufbauen. Warte, ich zeige es dir ganz kurz. Hier, wenn du sehen kannst, da ist das ganze Haus drin. Das ist mir einmal abgestürzt und ist alles in Einzelteilen zerlegt. Jetzt darf ich natürlich wieder dran gehen. Das kann ich alles wieder auseinanderbauen und wieder komplett zusammenbauen. Dann habe ich auch wieder eine Freude dran. Das Haus hat auch so 3200 Teile. Dann habe ich auch wieder einen riesen Spaß am Bauen. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend und man sieht sich. Ich wünsche noch was. Bis dann. Tschö.